Wir sind schon mitten in der Auseinandersetzung und die Sache beginnt schon zu kochen, aber wir wollen für alle die, die es noch lesen wollen, natürlich das Ende nicht verraten. Das heißt, wir werden ganz kurz vorher abbiegen. Das ist ein kleiner Ausschnitt. Essie hielt den Atem an und beobachtete Tom. Ein Teil von ihr erwartete, dass er einen versteckten Dolch hervorziehen und etwas Riskantes und Heldenhaftes tun würde. Er schien diese Art Mann zu sein. Ein Teil von ihr hoffte, dass er sie retten würde. Stattdessen sprach Tornat einfach nur einen Satz seltsamer Worte. Die Luft vor ihm schien zu erzittern, aber sonst geschah nichts. Essie hatte keine Ahnung, was er damit erreichen wollte, aber es half auf jeden Fall nichts. Saros lachte abermals. Töricht, sehr töricht. Mit seiner freien Hand zog er ein Vogelschädel-Amulett unter dem Wams hervor. Siehst du das hier, Wanderer? Bachel, die Hexe, hat für jeden von uns ein Amulett mit einem Zauber belegt. Deine magischen Machenschaften werden dir jetzt nichts mehr helfen. Wir sind gegen alles Böse geschützt. Tatsächlich? Fragte Torwart. Und dann sprach er ein Wort, das wie eine Glocke tönte und in dem Essie alle erdenklichen Bedeutungen zu hören glaubte. Doch als sie versuchte, sich auf das Wort selbst zu besinnen, hatte sie keine Erinnerung mehr daran. Eine dumpfe Stille folgte. Alle im Schankraum schauten zu Tormak hinüber. Viele der Gäste wirkten benommen, als seien sie gerade aus einem Traum erwacht. Magie! Essie riss die Augen auf. Sie war so erstaunt, dass sie ihre Angst beinahe vergaß. Niemand durfte heutzutage mehr Magie benutzen, es sei denn, man hatte die Erlaubnis der Duvara-Gata, der Magie der Königin. Essie hatte schon immer die Art Magie erleben wollen, von denen die alten Geschichten erzählen. Trotz des mächtig tönenden Wortes schien Saros unbeeindruckt zu sein. Zum ersten Mal wirkte Tornak beunruhigt. Essie, rief ihr Papa. Er schnappte sich seinen Knüppel und sprang über die Theke. Lass sie sofort los! Bevor er mehr als einen Schritt machen konnte, stürzten sich zwei der in Felle gehüllten Männer auf ihn und schlugen ihn zu Boden. Ein dumpfes Geräusch war zu hören, als einer von ihnen ihren Papa mit dem Knauf seines Schwertes im Kopf traf. Er stöhnte und ließ den Knüppel fallen. Niemand sonst wagte es, sich zu rühren. Papa, heulte Essie. Wäre das Messer an ihrer Kehle nicht gewesen, sie wäre zu ihm gestürzt. Noch nie hatte sie ihren Vater einen Kampf verlieren sehen und sein Anblick auf dem Boden nahm ihr das letzte bisschen Zuversicht. Wieder lachte Saros, jetzt lauter als zuvor. Deine Tricks werden dir nicht helfen, Wanderer. Kein Zauber ist so stark wie der von Bachel. Keine Magie geht tiefer. Vielleicht hast du recht, sagte Tornak. Er wirkte wieder ganz ruhig, was Essie nicht verstand. Er griff nach der Gabel und spielte damit herum. Nun denn, offensichtlich habe ich keine andere Wahl. Wirklich gar keine, bestätigte Saros selbstgefällig. Essies Mama erschien in der Tür zur Küche und wischte sich die Hände an ihrer Schürze ab. Was ist denn hier? Begann sie. Doch dann sah sie Saros mit dem Messer und Papa, der auf dem Boden lag, und erbleichte. Noch kein Ärger, sonst stechen wir deinen Mann ab, drohte einer der in Felle gekleideten Schurken und deutete mit seiner Klinge auf ihren Papa. Während alle anderen von Mama abgelenkt waren, sah Essie Tornaks Lippen zucken, als spreche er lautlos. Und wie eine Flamme kräuselte sich die Gabel einmal der Länge nach. Wenn sie auch nur geblinzelt hätte, wäre sie entgangen. Saros schlug auf den Tisch. Genug gequasselt, deine Münzen sofort! Tornak legte den Kopf schief und griff mit der linken Hand erneut unter seinen Umhang. Erst saß er da und wirkte entspannt. Dann bewegte er sich plötzlich so schnell, dass Essie es gar nicht in allen Einzelheiten mitbekam. Sein Umhang wirbelte durch die Luft und sandte einen Windstoß in ihr Gesicht. Seine Gabel fuhr wie ein Blitz über den Tisch und sie hörte ein helles Klirren, als die Gabel das Messer aus Saros Griff schlug und es gegen die Holzwand knallen ließ. Tornak saß mit ausgestrecktem Arm da, drückte Saros den Zinken der Gabel unters Kinn und kitzelte ihn damit. Der Mann mit den angespitzten Zähnen schluckte, Schweiß überzog sein Gesicht. Essie wagte es immer noch nicht, sich zu bewegen. Saros Hand hing neben ihrem Hals in der Luft, die Finger gespreizt, als wollte er die Kehle aufreißen. Und doch
sagte Tornak, kann nichts an deinem Zauber mich daran hindern, Magie auf etwas anderes anzuwenden. Wie diese Gabel zum Beispiel. Ein wölfischer Glanz erschien in seinen Augen, als er die Zinken tiefer in Sarahs Fleisch drückte. Denkst du wirklich, ich brauche ein Schwert, um dich zu besiegen? Aufgeschwollener Sackdreck. Ja, das wäre auf Seite 119 bis 128. Sehe ich die Seiten für. Alle Materie im Universum ist in Bewegung. Alle Bewegung ist relativ. Es ist Zeit. Es ist immer irgendeine Zeit. Ich nickte. Elva sah die Dinge stets auf eine solch angenehm schräge Art. Nach dem Kummer mit Bilna hatte mich die Vorstellung, jemand anderes zu unterrichten, lange abgeschreckt. Aber ich hatte immer häufiger über Elvas Eignung als mein Lehrling nachgedacht. Und natürlich darüber, wozu sie ohne eine leitende Hand werden konnte. Die Wände, die Decken und der Boden ihrer Gemächer in der Zitadelle von Illyria waren üppig behangen mit Stoffen und vermittelten den Eindruck, man befinde sich in einem Zelt. Oder vielleicht auch im Bauch eines riesigen Monsters aus Stoff. Elva saß bequem in einem Nest aus Kissen und wirkte doch bedrohlich. Sie war seit meinem letzten Besuch schlauer und größer geworden. Du weißt, warum ich gekommen bin, sagte ich. Natürlich. Du hast von den letzten Spielchen gehört. Sie tränkte das Wort mit Gift. Ich setzte mich ihr gegenüber auf die Teppiche, mit denen der gesamte Raum ausgelegt war. Ich habe gehört, dass Nasuana dir nicht mehr erlaubt, in die Stadt zu gehen. Vielleicht sind ja auch Teile der Zitadelle verboten. Vielleicht beschränkt deine Welt sich ja nur auf diese Räume. Das Mädchen beäugte mich mit etwas, das verachtunglich. Niemand kann mich einsperren, das weißt du. Ich bleibe in meinen Gemächern, weil es mir so lieber ist. Ich kann gehen, wann immer ich will. Theoretisch. Aber dann müsstest du dich damit herumärgern, ständig verfolgt zu werden. Für ein Mitglied der Duana Garta wäre es ein leichtes, dich zu überrumpeln. Zum Beispiel während du schläfst, dich wieder hierher zu bringen. Klar, du verstehst nicht. Verschwinde und komm nie wieder. Sie wedelte mit einer Hand in meine Richtung und wandte sich ab. Ich habe Geschichten gehört, sicher unser ausgeschmückter, je öfter sie erzählt wurden, über deine kleinen Ausbrüche, deine Demonstrationen. Man kann Aswada keinen Vorwurf machen, dass sie versucht, dich zu zuhören. Verhandlungen über Handelsabkommen sind um Wochen zurückgeworfen. Überall brechen Streitigkeiten aus. Der wichtigste Lebensmittellieferant der Armee wird dabei ertappt, wie er die Zwergenkapelle entehrt. Er hat auf einen Freund gewartet. Er hat seine Kleider vergessen. Das könnte jedem passieren. Den Gesandten der Elfen zum Weinen gebracht, vor dem Urglanz. Elva lachte. Das war ein Spaß. Du gibst zu viel von dir preis und sie werden es gegen dich verwenden. Ich komme mit einem Hilfsangebot, wenn du das willst. Elva starrte mich nur an. Eine weise Gesprächstaktik, die ich in sehr vielen Situationen empfehle. Ich fuhr fort. Wenn ich dich von diesem Ort wegbringen könnte, ohne dass irgendjemand es merkt, würdest du mitkommen? Sie hob das Kinn. Warum? Damit du mich für Aragorn ausspionieren kannst? Damit du mich wie ein gefährliches Tier behandeln kannst, das man an einer Kette halten muss? Damit du mich für irgendwelche schäbigen kleinen Pläne benutzen kannst? Ich habe so viel gelernt, so schnell. Leute sind zerbrechlich. Stochere einmal hier oder da und du kannst zuschauen, wie sie zusammenbrechen. Ich brauche deine Hilfe nicht. Oh, du möchtest überredet werden, ist es das? Wieder war ein starrer Blick ihre einzige Reaktion. Also schön. Als Aragorn dich von dem Zwang zu helfen befreit hat das dein Leben nicht so verbessert, wie du es dir gewünscht hast. Du streckst die Flügel aus, testest deine Fähigkeiten und versuchst einen Platz in der Welt zu finden. Aber mit jeder Entwicklung und jedem Versuch wirst du erneut daran erinnern, dass du niemals irgendwo hinpassen wirst und man dich niemals einfach als dich selbst sehen wird. Keine Frage, eine Feststellung.
Ein Nadelstich, um zu pieksen und zu provozieren. Und effektiv. Elvas Züge verhärteten sich und offenbarten den denkbar winzigsten Funken tobender Flammen hinter ihren Augen. Jeder will Dinge, die er nicht haben kann, nicht wahr? Sogar du. Oh ja. Ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen, obwohl es sie zweifellos noch mehr erzog. Elva, du kennst das Spiel, aber nur der Eröffnungszüge. Ich kann dir so viele Dinge zeigen und dich beschützen, bis du dich dafür entscheidest, in dieses Leben zurückzukehren. Die Breite und Tiefe deines Seins ist so viel größer, als irgendjemand wissen kann. Nicht einmal der älteste Drache oder der weiseste Elf. Ich habe mehr gesehen als die meisten, aber selbst das ist weniger als ein Staubkörnchen. Kleiner als das kleinste Ding und dann noch einmal kleiner. Elva biss sich auf die Lippen und sah ausnahmsweise einmal wie ein normales Kind aus. Das war es also. Die unermessliche Weite aller Dinge vermochte sie nicht zu überzeugen, aber es war der erste Schritt, in mein Können klarer vor Augen zu führen. Zeit also für das, was sie sich wirklich wünscht. Ich habe mich gegen deine Fähigkeit immun gemacht. Daher kann ich dir für eine Weile Frieden von all dem Leid anbieten, das ständig auf deinen Geist einströmt. Du kannst lernen, wer du bist und was du sein willst. Wenn du zurückkehrst, wirst du dein Leben ganz anders beherrschen. Ja, es wird Grenzen und Einschränkungen geben, solange du an meiner Seite bist. Aber ich benötige die Kräfte nicht, die dir dein Fluch verliehen hat, Elva. Ich habe es nicht nötig, dich zu brechen oder zu verbiegen. Sie warf mir einen Blick zu. Solch einen Blick. Hoffnung, wo keine Hoffnung erlaubt ist. Hoffnung, vergiftet von tiefer Verbitterung. Leicht gesagt, sagte sie. Lüge ich? Du weißt genau, dass ich nicht sehen kann, ob jemand lügt. Ja, du musst auf Grundlage unvollständiger Informationen entscheiden, genau wie alle anderen auch. Möchtest du mitkommen? Denk genau nach, ich werde dieses Angebot nicht zweimal machen. Dann war es an mir, sie anzustarren und auf eine Antwort zu warten. Bei jedem anderen Kind hätte die tiefe Falte zwischen den Brauen einen Wutanfall angekündigt, aber Elvas Selbstbeherrschung geriet nicht ins Wanken. Denkst du wirklich, die Wachen würden es zulassen, dass du mich mitnimmst? Allein in den letzten 14 Tagen gab es 2 gescheiterte Versuche, mich zu rauben und hinauszuschmuggeln. Zorn ließ ihre für gewöhnlich kühle, herablassende Stimme zittern. Ich machte keinen Versuch, mein Unbehagen zu verbergen. Davon habe ich nichts gehört. Dann ist es umso wichtiger, dass du von hier fortgehst. Ich nehme an, dass gefährliche Gruppen entschlossen sind, dich als Waffe zu benutzen. Ich weiß, sie verstehen nichts von deiner Macht, obwohl sie glauben, es zu tun. Was Leute zu verstehen glauben, meinen sie auch kontrollieren zu können. Ich werde nicht verbergen, wer oder was ich bin. Heimlichkeit hat sehr viel für sich. Du hast bereits viel Aufmerksamkeit erregt. Oh, ich weiß, was du vorhast. Du willst, dass ich die Wachen überrede, mich gehen zu lassen. Aber das funktioniert nicht. Sie sind mit Schutzzaubern gegen mich belegt. Sie haben Angst vor mir. Und da war ein zutiefst besorgniserregender Anflug von Stolz in ihrer Stimme. Weder die Wachen draußen noch die schweren Schutzzauber, die auf diesem Raum liegen, bedeuten auch nur das Geringste, wenn ich dich aus diesen Mauern herausholen will, stellte ich fest. Elva lachte höhnisch auf. Antworte mir einfach. Willst du mitkommen? Was ich will, hat noch nie eine Rolle gespielt. Nicht von dem Moment an, als Aragorn seine Worte gesprochen hat. Willst du mitkommen? Wie sieht dein Plan aus? Unsichtbarkeit? Willst du den Wachen das Hirn vernebeln, einen Tunnel durch den Boden graben? Nichts davon wird funktionieren. Nein. Ich werde einfach eine Tür öffnen und wir werden rausgehen. Mehr nicht. Tja, echter Abschaltwissen. Ich stand auf. Zum letzten Mal. Willst du mitkommen? Ja! 1000 Flüche sollen dich treffen, weil du mich dazu bringst, etwas zu wollen. Ja! Dann komm. Ich streckte meine Hand aus, doch Elva ergriff sie nicht. Ohne Hilfe kletterte sie aus ihrem Nest ins Kissen. Schön. Aber ich denke immer noch, dass du lügst. Sie haben für jeden möglichen Weg hinaus Vorsorge getroffen. Aber nicht, dachte ich, für die
This is from chapter 8, The Worm of Calcaris, and since I know some of you don't speak English, I will do my best to keep this relatively short. All right, here we go. Christopher Paolini with a bit of the story of the worm. The day the dragon arrived was a day of death. He came from the north, a shadow upon the wind. Soft and silent, he swept across the valley, blotting out the sun with his velvet wings. Where he landed, field and forest went up in flame. Drifts of ash choked the streams, beasts fled, and horned also. And the sounds of grief and terror rent the summer air. The dragon was named Vermund the Grim, and he was an old and cruel dragon, canny in the ways of the world. Word of him had come from the north, but never had there been a hint or warning that he had forsaken his lair in those frozen, far-off reaches. And yet, there he was, black as charred bone, with a polished gleam to his fitted scales and a throat packed full of fire. The youngling, Ilgra, watched with her friends from beside the spring-fed pool where they so often swam, high in the foothills along the eastern side of the valley. From that vantage, she saw the dragon ravage their farms with fire and claw and the sweep of his jagged tail. When the warriors of Clan Skagaro attacked with bow and spear and axe, Vermund's flame consumed them, or else he trod upon them and thus made an end to their ambitions. Even the sharpest blade could not pierce his hide, and the Skagaro had no spellcasters to aid them in battle. As such, they found themselves at the mercy of the dragon, able only to annoy and inconvenience him, but not to stop him. Never that. Like the evil worm he was, Vermund ate every person who came within his reach, male and female, elder and youngling alike. None were spared. Their livestock, too, he ate, corralled them with fences of fire, and feasted upon the helpless animals until his chops were clotted with gore, and the ground a crimson shambles. All that and more Ilgra saw. She could do nothing to help, so she stayed by the pool, though to wait hurt as much as any wound. Those of her friends who weren't so wise ran to join the fray, and of their number, many were lost. As the dragon approached the hall of her family, Ilgra bared her teeth in a helpless snarl. Closer it came, and then closer still, and then, with a slow-moving swipe, the scaled monster crushed her home. A howl tore from Ilgra's lips, and she sank to her knees and grasped the tips of her horns.